Herzlich willkommen zu einem neuen Pilotprojekt von unserer Firma. Wir wollen euch hier an dieser Stelle einen kleinen Einblick geben, wie wir Entwickler uns intern fortbilden und wie spielerisch wir das teilweise machen. Und wir wollen euch heute in dieser ersten Serie zeigen, wie wir uns mit zum Beispiel Datenbanken beschäftigen. Und dazu habe ich zu meiner linken Seite Verstärkung mir Holger geholt. Und ja, mein Name ist Sven und gemeinsam haben wir 22 Jahre Erfahrung, allerdings auf verschiedenen Datenbanken. Genau, heute SQL Murder Mystery ist eine Datenbank, die ins Internet gestellt wurde. Die Motivation für uns war, ich habe als Trainer für externen Kurse gehalten über SQL. Und wir wollten die Teilnehmer nicht nur beschäftigen, sondern auch ein bisschen herausfordern und kitzeln, damit sie das, was sie in dem Kurs gelernt haben, auch anwenden können. Speziell für diese Videoreihe wollen wir euch jetzt einen Einblick geben, was uns so aufgefallen ist, während wir die Musterlösung erstellt haben. Also es geht nicht darum, einfach nur dieses Rätsel zu lösen, sondern wir wollen euch ein bisschen Mehrwert auch präsentieren, was ein erfahrener Entwickler, ein Datenbanker halt sieht, wenn er in eine fremde Datenbank reinschaut. Aber natürlich im Zuge dieses Videos werden wir wahrscheinlich auch den Mörder enthüllen. Hoffentlich den oder Mörder. Die Mörderin. Und dann ist natürlich der Reiz weg, das selber zu spielen. Deswegen unsere Empfehlung an euch, dass ihr euch das Rätsel auch selber erst nochmal zu Gemüte führt. Ja, ich scrolle hier mal runter. Also wir werden angeteasert hier mit einem kleinen Text, der uns die Einleitung gibt. Es ist ein Mord passiert. Wir sind am 15. Januar 2018, also schön fett hervorgehoben. Und wir haben halt SQL City als Startort, an dem wir suchen können. Wir werden mit einer SQLite-Datenbank konfrontiert. Das sieht man natürlich hier dran, dass sie die SQLite Master abfragen, wobei es steht hier auch im Text. Und man kriegt als Hilfe jetzt so eine Übersicht der Tabellen. Man kann halt auch noch für jede Tabelle einzeln gucken, welche Struktur hat die Tabelle. Oder aber man kriegt hier nochmal ein ER-Diagramm, wo ich die Informationen, die hier über die Crime Scene Report in Textform vorliegt, nochmal als Grafik, als ER-Diagramm aufbereitet sehe. Und da fällt jetzt schon die erste Sache auf, wenn man die Titel von den Tabellen liest, sind wir hier Crime Scene Report halt in einer Polizeidatenbank, aber Driver's License hier auf der Seite ist halt das Kraftfahrtbundesamt, wenn ich so will, oder die englische Entsprechung davon. Get Fit Now ist ein Fitnessstudio und das führt mich zu dem Stichwort Datenschutz. Wir alle hinterlassen im Internet unsere Daten und es mag für sich genommen ein einzelnes Datum erstmal harmlos wirken. Sowas wie, ich war beim Fitnessstudio, ja, was kann damit jemand schon anfangen? Dieses Rätsel basiert aber jetzt darauf, dass ich diese Daten von dem Fitnessstudio mit dem Kraftfahrtbundesamt kombiniere und dadurch neue, höherwertige Erkenntnisse gewinne. Also diese kleinen Brotkrumen zusammensuche und daraus etwas Neues mache. Und das ist immer das, wo die Datenschützer uns vorwarnen, dass halt irgendwann ein Zustand erreicht ist, in dem wir gläsern sind, in dem alle Daten über uns prinzipiell im Internet verfügbar ist. Und die einzige Sache, die noch fehlt, ist das Zusammensetzen. Und hier in dieser kleinen Spielwelt wird das Zusammensetzen jetzt explizit geübt, weil die Daten halt alle vorliegen. Aber in der Realität müsste man sich die halt noch mühsam zusammensuchen. Es sei denn, man hat die entsprechenden Ressourcen, also ein Google, ein Facebook hat das vielleicht schon vorliegen. Ja, wir alle wissen ja, wie gut wir mit unseren Daten umgehen können. Insofern, man hat auf jeden Fall, egal wo man in seinem Internet umherwandert, hat man die Möglichkeit, seinen Fußstapfen entsprechend einzutreten. Ja. Hier ist noch ein Walkthrough verlinkt. Ich muss ehrlich sagen, das war keine wirkliche große Hilfe. Wir haben die Seite einfach hier direkt über die Textboxen gelöst. Textboxen führt mich zu dem nächsten Stichwort. Wir können also offensichtlich in diese Textboxen beliebige SQL-Schnipsel einfügen.
eintippen. Und das war ein bisschen viel. 10 reichen. Und wenn ich jetzt wissen will, wie groß die Datenbank tatsächlich ist, kann ich natürlich auch zählen lassen. Und dann sehen wir, okay, bei über 10.000 Datensätzen, das lese ich nicht von Hand von oben nach unten. Also um das Rätsel zu lösen, bin ich wirklich darauf angewiesen, mit entsprechenden SQL-Befehlen diese Datenmenge zu filtern auf das, was wirklich interessant ist. Also generell ist es eigentlich eine SQL-Injection-Lücke. Ich habe also einen Weg gefunden, wie ich in diese Oberfläche, in diese Webseite einen Text einfügen kann, der dann so als SQL in der Datenbank ausgeführt wird. Das ist leider immer noch oder leider die weit verbreitetste, die häufigste Lücke, die man in Internetseiten findet. Die Datenhaltung wird traditionell immer in Datenbanken abgelegt, dafür bieten sie sich an und durch eine SQL-Injection-Lücke ist die Datenbank quasi in der Oberfläche verfügbar, sodass ein entsprechend gewillter Hacker sich durch die Oberfläche durchbohrt und seine SQL-Statements direkt in der Datenbank ausführen kann. Vielleicht können wir das mal kurz zeigen, was wir damit genau meinen, weil auch hier könnte man auf die Idee kommen zu sagen, ist es abgesichert, ist es nicht abgesichert? Wir können jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, wir löschen den gesamten Inhalt genau dieser Personentabelle, ob das überhaupt möglich wäre. Natürlich sollte man das an dieser Stelle nicht einfach so machen. Vor allem nicht ohne eine sogenannte Where-Clause, weil wenn man halt das komplett durchführt, kann das halt passieren, dass alle Datensätze entsprechend gelöscht sind. Dummerweise genau ist die Personendatenbank jetzt leer, aber da wir eine Webseite haben und ich jetzt einfach mal F5 drücken kann, dann wird die Webseite neu geladen, kann ich jetzt hier wieder die Daten wiederherstellen. Und da sind sie wieder. Nichts passiert. Genau. Insofern, ihr könnt an dieser Stelle, zumindest bei dieser Website, nichts falsch machen, nichts verkehrt machen. Ihr braucht jetzt nicht zu viel Angst haben. Man kann das entsprechend resetten und den Mörder versuchen rauszufinden. Ja. Damit das halt auch tatsächlich funktioniert, versuchen wir jetzt mal unsere beiden Namen, einfach um zu gucken, sind wir denn die Mörder? Also Sven, bist du der Mörder? Gott sei Dank nicht. Nein. Olga, bist du der Mörder? Gott sei Dank. Das heißt, hier sitzen zwei Unschuldige und wir versuchen jetzt in den nächsten Videos den Mörder herauszufinden.